Herzlich willkommen, liebe Leute. Wenn jetzt dieser neue Versuch klappt, den ich vorhabe, dann seht ihr mich jetzt winken. Wenn nicht, dann habe ich die Fressenkamera wieder entfernt. Wir schauen uns dieses Spiel an. Es ist für mich gerade ganz ungewohnt und ich habe, glaube ich, gerade eine Stunde gebraucht, hier alles aufzubauen. Ich habe mir dieses Spiel gestern Abend schon gekauft, ziemlich spontan, und dann festgestellt, dass es nicht läuft. 1A. Ja, es hat sich einfach totgeladen, ganz super klasse. Mein Vater hat sich vor einiger Zeit einen High-End-Laptop gekauft, warum auch immer. Seine Frau spielt eigentlich nur Framarama, das geht mit jedem PC, glaube ich. Und darum habe ich mich heute Nacht hier mal nach meiner Arbeit jetzt schnell eingemietet für ungefähr eine halbe Stunde oder so. Schauen wir mal. Ich muss eigentlich echt schlafen. Ich muss, glaube ich, in 7 Stunden schon wieder aufstehen. Ja, und wie gesagt, wenn man schon jetzt hier alles neu aufbaut, dann warum nicht gleich auch so, ne, als Test. Die Halterung meiner Kamera besteht jetzt aus einem ganz, ganz alten Radio. Ganz alt, wahrscheinlich so die erste Ausgabe eines Radios. Eigentlich, wenn dann schon mit Stil, ne? Und 2 Stephen King Büchern. Einmal S, klassisch, und Duddits. Ja, super. Okay, wir legen los. Soll ich da groß... Nein, ich glaube, ich sage gar nichts. Ich habe nur mal kurz reingeguckt, ob das jetzt hier wenigstens läuft, und es läuft. Und ich denke, das, was ich von der Story weiß, das erfahren wir jetzt innerhalb der ersten 2 Minuten. Okay. Ich hoffe, das klappt auch mit meinem Mikro. Oh Gott, ich hoffe, es klappt hier alles, ja. So, wir schauen einfach mal. Und legen los. Ich freue mich. Vielleicht baue ich das beim nächsten Mal hier auch ein bisschen anders um und auf. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ihr sagt mir auch einfach, ob das so passt, wenn ihr mich überhaupt sehen könnt. Ha. Okay, das Spiel ist auf Englisch und der Untertitel ist auch Englisch. Soweit, so gut. Okay, the park is a narrative experience, best played in a dark room, wearing headphones. It deals with subject matter that may be disturbing to some players. During the course of play, the park may manipulate graphics, audio control und irgendwas mit geistiger Gesundheit stand da noch. Und was wollte ich gerade sagen? Ach so, dunkler Raum ist es. Abgesehen In my heart and mind, von der Lampe. I always return to Atlantic Island Park. Habe ich schon gesagt, dass es ein Horrorspiel ist? Nein. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Wow. 80er-Jahre-Hose. Stay in the car. I'll go and ask information. Okay. Und ich muss mal die Uhrzeit checken. Ich muss halt echt... ich habe sogar noch nicht mal mehr 7 Stunden zum Aufstehen. Okay, unser Sohn, Callum, hört sich an wie Gollum, hat seinen Teddybär verloren und das Auto wackelt. Ist das so mein, so Kopf, wie sagt man, Head-Bobbing? Bobbing? Ich weiß es nicht. Oh, wir haben sogar einen Körper, schaut mal. Und eine Axt als Kette. Das ist ja cool. Attention, patrons. The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Ja, aber wir haben doch noch unseren Teddybär. Atlantic Island Park. Bingo. Scheint wirklich so 80er Jahre zu sein. Schaut mal, die Autos. Sieht irgendwie sehr so aus. Geil ist auch übrigens, ne, der könnte man eigentlich auch mal ausprobieren. Der Laptop hat eine Webcam, natürlich, und da klebt so ein Pflaster drauf. Ja. Ja,
Die NSA beobachtet bestimmt meinen Vater und seine Frau. Park Maintenance. Okay, ja, Teddybär. Sieht echt schön aus. Schaut euch das mal an. Ich habe auch jetzt nichts an der Grafik eingestellt. Ich hoffe, das funktioniert alles mit der Aufnahme. Ja, okay, das habe ich mir gedacht. Alles auf hoch gelassen, glaube ich. Oder auf Auto, glaube ich, habe ich es gelassen. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Oh, schön. Atlantic Island Park. A tribute to the untamed heart of Solomon Island and the people who used their talents to bring the dream of Nathaniel Winter to life. May this park be a place where joy and laughter are gathered and used to infect all of those who followed after. Dedicated this first day of May, okay, 1977, James B. Longley. Dann ist unser Sohn da geboren, dann sind wir in den 80er Jahren, weil unser Sohn, der wird doch, wie alt ist der? 6, 7? Sowas, ne? Wir haben jetzt nach 12 und ich hatte heute meinen ersten Patienten um 9 Uhr morgens und meinen letzten um 9 Uhr abends. Also, das sagt uns, ich hatte zwar eine lange Mittagspause, aber ich bin trotzdem voll im Arsch. Okay, also Teddybär. Spreche ich überhaupt in meinem Mikro? Ich hoffe es. Können wir rennen? Nein, können wir nicht. Warum soll ich jetzt auch rennen? Macht eigentlich auch keinen Sinn. Okay, Teddybär. Die Hose. So geil. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Die Hose ist ja mal mega geil. Wir haben einen echt geilen Arsch. Und ich frage mich gerade erstens, woher er schon weiß, dass wir den Teddybär verloren haben. Und woher er unseren Namen kennt. Kann das vielleicht sein, wenn unser Sohn, wenn das sein Lieblingsplatz hier ist? Einmal sind wir wahrscheinlich hier sehr oft, aber kann es sein, dass wir vielleicht hier sogar arbeiten? Würde Sinn machen, oder? Und darum sind wir hier vielleicht auch so häufig. Und darum macht er uns jetzt auch einfach auf. Sonst würde er doch selber jetzt, wenn er sagt, oh, das Kind ist im Park, ich helfe mal schnell mit suchen oder ich hole das oder Sicherheits- oder sonstiges, ne? Aber okay, ich sollte jetzt vielleicht auch meinem Sohn hinterherlaufen. Shout to Callum. Shouting provides. Das ist irgendwie Kopfbanging hier. Okay. Ja, ich rufe jetzt nicht nach ihm. Der wird doch hier noch irgendwo sein, oder nicht? Da. Callum, I told you to wait in the car. Over here! Nathaniel Winter welcomes you to Atlantic Island Park. Da habe ich doch irgendwas gerade nämlich schon gesehen. Das meinte ich eben schon. Mit Flyer. Ist das klein. Ja, das ist trotz High-End-Laptop ist natürlich der Bildschirm jetzt nicht der größte. Welcome to Atlantic Island Park. Okay, unser Sohn kackt jetzt gerade irgendwo ab und ich lese jetzt erstmal hier den Flyer durch. Warum auch nicht? When I first came to visit Solomon Island, I fell deeply in love with this natural beauty. It's a scenic place and created, it's so klein, many of my best memories here. I wanted to create a place that captures the essence of Solomon Island, a place where families would bring their children to create memories of their own. I invite you to explore this park that we have created. Hier ist eine kleine Fliege. From the Ferris wheel, which
rivals the local lighthouse for the best views of the area to the sideshow alley, where we have many fascinating games and objects from the local area to explore. Chat the Chinkmang recommends for the little ones. Try the Tunnel of Tales for a sample family-friendly retelling of time. Was steht da? Retelling of timeless fairy tales. If that sounds a little too slow, grab an adult and jump on the bumper cars. Full throttle fun for everyone. Mein Sohn ist schon längst weg. For the teens, pump your adrenaline by going through a spin cycle on the Octotron. Then defy the laws of gravity on your sword-winning roller coaster. Finish it all up in the House of Horrors. But be warned, it might scare all the fun out of you. For the big ones, take a romantic spin on the Ferris wheel with your significant other and take in natural beauty of Solomon Island. Follow it up with a stroll through the exotic sights and wild games of the sideshow alley. The trolley is something for everybody at allein. Wow, das ist so klein, ich krieg gleich Kopfschmerzen. Okay. Fährt mein Sohn gerade wieder runter? Okay, lass mich kurz sagen. Once you left it, there's still too much in someone else. Send this brochure, business partners to save big money. Places to eat, sunshine, daily, weather, a light snack and something more substantial. The sunshine daily has flowed away to satisfy your craving. Okay. Susie's Diner. The Lobster Trap. When in Maine, eat lobster. The Lobster Trap. Places to sleep. Overlock Motel. Hatten wir nicht jetzt erst, da hatten wir doch die Tage erst drüber geredet, ne? Zimmer 217 bei Life is Strange. Overlock Motel. Das sagt mir auch sofort was. Das ist natürlich das Hotel von Shining. Run by Eddie Stone. It's located just a few hundred meters up the road from the Atlantic Highway. Jack and Wendy's Bed and Breakfast. Also in Shining hieß er auf jeden Fall Jack. Ich weiß nicht, ob sie Wendy hieß. Wendy. Das würde irgendwie passen. Ey, das ist doch super passend, dass jetzt hier King und, also S und da das steht. Voll witzig. Okay, so. Ich hoffe, man kann ihn nicht noch umdrehen. Wo ist mein Sohn? Callum, where are you going? Weg. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Aber ich muss erst noch meinen Sohn finden, bitte. Okay, und es ist Nacht. Au, meine Hüfte. Callum. Wait, Callum! Mami hat... Oh God. The park. What happened here? Ja, ich frage mich viel eher, wie es plötzlich auf der Rolltreppe Nacht werden konnte. Jetzt können wir auch sprinten. Das ist gut, aber mein Sohn ist eh schon 10 Kilometer gelaufen.
Steht er nicht da vorne? Stop, Callum! Steht er nicht da vorne an dem Schild? Also er ist eh schon... It's easy to get lost here. Ja, und er ist 10 Kilometer weiter gelaufen, weil ich mir erst einen Flyer anschauen musste. Octotron, Ferris Wheel, schön. Bumper Cars, House of Horrors. Ich habe keinen Bock drauf. Sideshow Alley. Rollercoaster, okay. Und da ist noch Tunnel of Tales. Genau, das war ja für die Kleinen. Vielleicht ist er dahin. Hat sich das gerade geändert, das Bild? Und das ist ja auch so Sideshow Alley. Ich habe das Gefühl, er steht doch da, oder? You can't catch me. Kann ich. Ich laufe jetzt einfach ganz schnell hinterher. Diesmal lasse ich dich. Ich lasse jetzt alles da mal weg. Sideshow Alley, wurscht jetzt. Callum, come back here right now! Nein, lass mich doch einfach weiterlaufen. Ich will da nicht hin. Oh, Kerl. Wie kann mein Kind so viel schneller sein als ich? Und ich verliere die Ausdauer hier. Superklasse. Ich kann schon wieder nicht rennen. Es lädt. Warum lädt es? Wow, was ist denn das da hinten? Ist es das Riesenmaskottchen oder was? Also, oh Gott, das ist einfach nur eine Laterne. Ich habe gedacht, das ist nach oben. Boah, ich sollte einfach schlafen wahrscheinlich. Wir gehen jetzt auf den... Der ist bestimmt jetzt zu dem Dings gelaufen. Ich dachte gerade, ich hatte irgendwas gesehen. Jetzt hat er beim Laufen seinen Schuh verloren, oder wie? I think this belongs to Callum. Und er läuft einfach weiter. Ah, ich kann das sogar drehen. Das heißt, siehst du, Leute, wir hätten den Flyer sogar nochmal umdrehen können. Vielleicht kommen wir nochmal irgendwann dazu. Da ist dieses Maskottchen des Parks. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Ja, ich war auch schon mal in so einem Kostüm gesteckt. Das ist kein Spaß, Leute. Mitten im Sommer. Chad the Chipmunk welcomes you to the Atlantic Island Park. Chad can be seen in daily eyes shows in the following locations. 11 a.m. Sideshow Alley, okay. 1 p.m. the Octotron. 3 p.m. Park entrance. Chad the Chipmunk, worst in class. Chad can't even seem to pass. Chad gets angry, likes to fight. Chad is beaten every night. Chad will have a dead-end job. Chad will die a useless slob. Schön. Immer diese Kinderreime. Was steht da jetzt oben? Warum? Note? Da. Ich dachte gerade. Ey, ganz ehrlich, das ist auch eine Toilette, da will ich nicht unbedingt reingehen. Aber ich probiere es einfach mal. Okay. What is this about? Es ist auf jeden Fall scheiße klein. Okay, purchase the land. Or, ich dachte eher auf, or Solomon Island for a pittance. I might add whatever old Archie Henderson did to the locals. Just the mention of his name had people slamming doors and locking shutters from the moment I arrived on the island. My lovers had arranged everything in advance, but the realtor still had to come and deliver the keys to... Ich höre irgendwas auf dem rechten Ohr.
to me personally. He took it upon himself to offer me, oh Gott, das ist so klein, another warning. I don't know what you're planning to do with this land, Mr. Winter, but the sale here is bitter with a curse carried from the old country. Old man Henderson, he did terrible dark things. The land remembers, sir. I dismissed him shortly after rewards, mostly amused by his pathetic attempts at warning me off. I have a great vision for this place and the will to see that vision through the very end. Atlantic Island Park. The name is perfect and I cannot imagine it being anything else. This is the start of something amazing. Amazing. Okay, der hat also hier auf verfluchtem Land, es lädt schon wieder, einen Park gebaut. Stop! Callum! This way. Okay, er ist noch da. Lass mich mal rennen. Ich kann super... Ich höre dauernd irgendwas. Also er hat aber diesen... Callum, stay where you are! Ich habe diesmal nicht gerufen. Da fährt er. Jetzt lauf doch, Mädchen. Come on, Mommy. Where did you go? Ja, er sitzt da drin. Klasse. Aber das habe ich mir ja gedacht. Ich sag's euch gleich nochmal. Wenn ich hier einsteigen kann. Ja. Er hat... Dieser Mr. Winter... Ich freue mich so. Hat diesen Park auf verfluchtem Land gebaut. Und dieser Archie Henderson hat ihn noch gewarnt. Glaube ich, Archie Henderson war das? Oder hat der Archie Henderson hier so Böses getrieben? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Zumindest ist das Land verflucht. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hänsel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hänsel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hänsel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Süß, echt süß. Kann ich hier auch rufen eigentlich? Callum, where did you go? Callum, where did you go? The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hänsel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hänsel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. Sie haben in einer anderen Version übrigens. In the morning, their mother Mutter gave them a jetzt slice of bread Stiefmutter gemacht. and led them deep into the forest once again. Was?
Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh Gott, ich hätte als Kind jetzt schon so Angst. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. Das ist mein Sohn. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, Der hat gegessen, grew aber hat impatient. immer Today, den Knochen I will gezeigt, weil sie cook war and blind. eat your brother, Gretel. Und dann hat sie das Climb inside and angefasst und light hat the gedacht, er ist immer oven. noch total But Gretel pretended not to understand. knochig. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, Märchen and sind the so brutal. witch was cooked. Und dann kam sie nach Hause und musste nie wieder Hunger leiden. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Nein, nein, das tun sie eigentlich nicht. What the fuck, der arme Junge. Aber gut, dann sind Hänsel und Gretel jetzt Kannibalen. Finde ich eigentlich ganz cool. Wo ist jetzt mein Sohn? Ich kann nicht rufen. Drehst du dich bitte wieder um? Danke. Ich möchte dich nicht ansehen. Ich kann nicht rufen. Wo ist mein Kind? Der ist doch schon längst ausgestiegen. Kann ich aussteigen? Ich möchte hier raus. Schwan? Ich möchte raus. Ich sitze aber ganz ruhig da. Lass mich jetzt raus, bitte. Raus. Danke. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Where are you, Callum? You can catch me. Hello?
Das kommt doch von da hinten, oder? Callum, stay where you are! This way, Mommy. Ja, das ist da drüben. Komme ich über Plank? Ja. Hänsel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. Ja. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Sie scheint offenbar ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Sohn zu haben. Abgesehen davon, dass er einfach überhaupt nicht auf sie hört. Aber welcher Bruder hört schon auf seine Schwester?